Ja, wenn ich mir hier den Schalthebel so angucke, dann hat man hier schon ein ganz schönes Spiel. Die Lagerung sitzt hier hinten drin. Einmal haben wir hier ein seitliches Spiel, aber auch ein Spiel nach oben und unten. Das liegt zum einen an dieser Lagerung, an dem Kugelkopf, aber auch an dem Hebel, der hier ins Getriebe bzw. auf die Schaltwelle geht. Ja, und genau darum soll es heute gehen. Im letzten Video habe ich schon diesen kleinen Bausatz gezeigt, den hat mir der Martin zugeschickt. Der soll die Schalthebellagerung bei der R1150, bei der R1100 und auch bei der R850 ersetzen. Mein Name ist Michael, damit herzlich willkommen. Ja, als allererstes kann man sich natürlich die Frage stellen, was bringt das überhaupt? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, ganz klar. Aber wenn man so drüber nachdenkt, was so ein Schalthebel macht in diesem Fall, und wenn der dann Spiel hat, dann verändert sich etwas beim Schalten mit dem Fuß und zum Getriebe hin. Also das ist nicht mehr so exakt angesteuert. Das hat auch der Martin bestätigt. Er hat das Ganze bei sich schon eingebaut und hat gesagt, nachdem er diesen Bausatz da eingesetzt hat, funktioniert die Schaltung einfach viel, viel flüssiger. Ich habe es selbst noch nicht getestet, aber ich werde es hier einbauen und natürlich testen und dann auch darüber berichten, ob sich tatsächlich irgendetwas geändert hat oder nicht. Aber zuvor schauen wir uns mal an, was bei diesem Bausatz so alles dabei ist. Ja, hier haben wir den Bausatz, so wie ich das bekommen habe. Wir haben hier zum einen mal eine Welle dabei, eine Hülse, auf der später die Kugellager sitzen. Ja. Dann haben wir 4 Kugellager dabei. Und zwar sind die hier in dem Fall aus Edelstahl. Wir haben dann hier eine Scheibe, eine Edelstahlscheibe dabei und 2 Kunststoffscheiben, ich glaube PVC oder so irgendwas. Genau. Und dann eben hier noch eine Scheibe für die Originalschraube, die den Schalthebel dann befestigt. Der Schrumpfschlauch, der war so eine Überlegung gewesen. Ich hatte mich mit dem Martin unterhalten und da haben wir gesagt, wir testen das mal, ob wir einen Schrumpfschlauch machen, ob das den erwünschten Effekt hat. Ja, der Schrumpfschlauch in diesem Fall soll, also auf der Welle, auf dieser kleinen Welle, sitzen rechts und links jeweils die beiden Kugellager. Und damit die beiden Kugellager, also 2 Stück auf der rechten, 2 Stück auf der linken Seite, nicht eventuell zur Mitte hin wandern können, dafür ist eine recht pragmatische Sache dieser Schrumpfschlauch gedacht, der letztendlich später dann auf der Welle sitzt und verhindert, dass die Lager eventuell, ob das passiert, das weiß man nicht so ganz genau, auf der Welle zur Mitte hin wandern können. Man kann es aber einfach auch mal testen. Das ist der Bausatz und wir schauen uns jetzt mal an, was wir alles wegbauen müssen. Das ist zwar eine relativ einfache Geschichte, das Ganze, allerdings müssen wir so ein paar Sachen schon beachten und das machen wir jetzt mal. So, der Schalthebel ist hier hinten an der Fußrastenplatte gelagert, beziehungsweise die Schraube, die ihn festhält, sitzt auf der Rückseite dieser Platte, also hier hinten dran. Und das rauszubekommen, ich habe es nicht probiert, aber es ist schon ziemlich eng, macht aber bei dem Einbau überhaupt gar keinen Sinn, das alles irgendwie so da dran hängen zu lassen oder so festzulassen, wenn man das richtig ordentlich zusammenbauen will und später auch ordentlich auf Funktion testen will. Was wir als erstes machen müssen ist, wir haben hier so einen Sicherungsclip, ich nehme mal an, dass man das sieht. Den Sicherungsclip, den kann man hier einfach runterschieben. So, und dann kann man den hier entnehmen.
So, ne? Das ist einfach so ein kleiner Sicherungsring, müssen wir uns aufheben und dann können wir schon diese Welle hier runterdrücken. So, fällt uns hier schon der Schalthebel entgegen. Problem hier ist auch, das hat hier oben relativ, ja, es hat ein bisschen Spiel. Das verschleißt natürlich auch, wenn man es schmiert, trotzdem mit den Jahren. Kann man versuchen, ob man das auch tauscht. Ich werde das jetzt erstmal so lassen, um den Unterschied feststellen zu können. Mit neuer Lagerung und dann mit alter Schaltwelle hier und später dann eventuell mit einer ausgetauschten. Ich habe hier noch einen Schlauch dran. Das ist der Schlauch vom Kupplungsnehmerzylinder, von diesem Umbau, kann ich euch oben mal einblenden, das Video dazu. Und dann müssen wir hier die beiden unteren Schrauben lösen bzw. rausdrehen. Und dann kommt das, was ein bisschen tricky ist, nämlich diese Schraube, die hier den Rahmen am Getriebegehäuse hält. Diese Schraube ist eingeklebt mit einer mittelfesten Schraubensicherung, also genauer gesagt Loctite 243. Das müssen wir ein bisschen erwärmen und dann können wir die ausdrehen. Problem dabei kann sein, dass diese Strebe hier nicht exakt in der Flucht zu dem Loch steht. Das hatte ich auch schon mal in einem Video zu der Kupplungsgeschichte schon gesagt. Da muss man dann ein bisschen schauen, also nicht mit Gewalt hier rausdrehen und auch nicht mit Gewalt wieder reindrehen, sondern eben halt später gucken, wenn wir das wieder zusammenbauen und auch beim Auseinanderbauen, dass kein Druck ausgeübt wird auf die Schraube, sondern dass wir die Schraube ohne Probleme rausdrehen können. Wir werden jetzt als erstes mal das hier erwärmen, beziehungsweise diese beiden Schrauben hier mal rausdrehen, dann das hier erwärmen und dann können wir die gesamte Fußrastenplatte abnehmen und bauen das dann mal im Schraubstock auseinander. So, dann können wir die beiden hier unten mal rausmachen. So, zum Warmmachen nutze ich hier so einen kleinen Heißluftföhn. Wir den da oben drauf halten. Das dauert eine ganze Weile. Wir können auch natürlich hier hinten das Getriebe ein bisschen erwärmen, außenrum. Aber Gemach. Ich mache das jetzt mal richtig warm, dann drehe ich die Schraube raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, einige Stunden später. So, und jetzt ist es ganz entscheidend. Hier hinten drin, also hier hinten auf der Rückseite, haben wir ja die Welle, die am Getriebe auf der rechten Seite mit der Klemmfaust geklemmt ist. Die muss natürlich fest sein, die darf sich nicht mitdrehen. Und Fußrastenblatt ist schon lose. Jetzt ist das Problem, dass der Rahmen, der stützt sich hier außer an der Schraube nirgendwo ab. Das heißt, wenn dieses Maß von diesem Rahmen hier nicht exakt über der Schraube steht, ja, dann kann es sein, dass die Schraube hier relativ schwer rausgeht und schwer reingeht. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht so. Die Schraube geht jetzt einigermaßen leicht hier. Die ist auch relativ lange. So, schauen wir mal. So, jetzt haben wir die Fußrastenplatte weg. Das ist eigentlich genau das, was ich meine. Also wenn jetzt hier der Rahmen zum Beispiel ein bisschen weiter da steht oder da steht, dann ist das nicht direkt vor der Bohrung. Und dann kann es da Probleme geben. Da kann man sich aber später auch Abhilfe schaffen. Wir müssen sowieso dann dieses Loch hier drin sauber machen und ebenfalls die Schraube sauber machen, vom Loctite befreien und das neu einkleben. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal die Fußrastenplatte an. So, ich habe das Ganze jetzt hier im Schraubstock einfach an der Fußraste gespannt, hier unten mit Aluminiumbacken. Dann ist das Ganze hier zwar beweglich, aber ich mache mir hier keine Macken ins Aluminium rein. Hier ist dieser Kugelkopf, auch den kann man austauschen. Wenn man also diese Schaltstange, die zum Schalthebel geht,
austauscht, auch diese Kugelköpfe austauschen. Und dann sieht man also hier, wie das Ganze hier schon rumlottelt und ordentlich Spiel hat. Diese Schraube ist ebenfalls eingeklebt, deswegen werden wir hier jetzt auch gleich noch mit dem Heißluftföhn arbeiten. Hier müsst ihr auch ein bisschen vorsichtig sein. Die Innenteile sind aus Kunststoff. Das heißt, wenn es zu heiß wird, ist auch nichts. Lieber hier unten die Fußrastenplatte ein bisschen warm machen, dass die Schraubensicherung sich perfekt löst und weicher wird, dass man eben keine Probleme bekommt. Wobei, wie gesagt, das ist mittelfeste Schraubensicherung. Da sind ohnehin nicht so viele Probleme zu erwarten, aber trotzdem einfach ein bisschen warm machen. Auch hier mache ich das jetzt erstmal fertig und wir sehen uns dann gleich wieder. So, ich hatte das ja vor nicht allzu langer Zeit offen. Habe das sauber gemacht und auch geschmiert. So. Haben wir hier also die Schraube mit der Buchse drin. So, das machen wir dann ein bisschen sauber noch natürlich und gehen jetzt mal da auf den Werkstattwagen und gucken uns mal die Details an und bauen mal die Lager da ein. So, was haben wir hier genau? Wir haben hier die Schraube und man sieht hier, ich hab das schon, also vor nicht allzu langer Zeit habe ich das geschmiert und ich habe dafür verwendet, sieht man, weißes Fett bzw. So eine Keramikfettpaste. Warum ich das genau erwähne, zeige ich euch gleich. Und dann haben wir hier eine Hülse drin. Ja, da haben wir auch Fett, das hier außen auch geschmiert damit. So. Und wenn wir uns jetzt das mal angucken, dann ist das hier schwarz. Wenn ich das hier abwische, warum ist das schwarz? Das war auch auf der Fußrastenplatte schwarz. Das heißt, diese Kunststoffbuchsen hier, die hier drin sind, die geben vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Metall so ein bisschen Material immer ab. Deswegen verfärbt sich das halt einfach schwarz. Und naja, und dadurch kommt natürlich auch ein gewisses Spiel zustande, ist ja ganz klar. Die müssen raus, beide. Das sind also zwei Hülsen. Eine sitzt auf der Seite drin, eine sitzt auf der Seite drin. Die machen wir jetzt mal raus. Und dann schauen wir mal, machen das Ganze alles sauber hier. Fettfrei. Ja, und dann gehen wir schon mal da an das Zusammenbauen. Ja, und wie machen wir diese Buchsen am besten raus? Ich habe den Hebel jetzt hier mal im Schraubstock eingespannt. Habe hier so einen Innenauszieher. Zwischen den beiden Ringen ist eine Nut. Und dann stellen wir uns den Innenauszieher so ein, dass er nicht an der Aluminiumwand kratzt. Also ganz knapp, minimal Spiel. Und dann können wir mit dem Ziehhammer die eine Buchse rausmachen und das andere, kann man das hier vielleicht sehen, so sieht es aus, ohne die zu beschädigen und vor allen Dingen ohne die Flächen innen im Schalthebel zu beschädigen, weil die brauchen wir später für die Lager. Ich mache das jetzt noch auf der anderen Seite und dann schauen wir weiter. Man kann das natürlich auch mit einem Schraubendreher machen, dann ist allerdings auch die Gefahr, dass man eventuell die Buchse kaputt macht oder etwas an der Fläche kaputt macht, ist natürlich auch da. So, ganz einfache Sache. Dann haben wir beide raus, machen wir auch das sauber, dann geht es weiter. So, das haben wir hier schon schön sauber. Da sieht man nichts, schöne glatte Fläche, alles wunderbar. Mir auch keinen Verschleiß. Das passt alles wunderbar. Keine Riefen drin, gar nichts. Sehr schön. So, dann haben wir die Schraube. Bei der Schraube ist natürlich hier jetzt noch ein bisschen Rest von Schraubensicherung. Ein kleiner Tipp, entweder mit einer Gewindefeile, also zum Reinigen, zum Auskratzen, das kann man machen. Oder mit Aceton einfach ein bisschen in Aceton einlegen und dann sauber machen. Man kann es auch warm machen, mit einem Lappen abreiben, das geht auch. So, und das ist die Originalbuchse. Die hat hier schon diesen Teller mit dran. Ja, das sehen wir. So, und in dem Umbauset hatten wir die Scheibe gesehen. Eine ganz normale Scheibe. Und
in dieser Scheibe sitzt dann später die Schraube. Der Unterschied ist natürlich folgender zwischen der Originalbuchse, ne, also die sitzt ja hier drin und stützt sich dann hier später an der Fußrastenplatte ab. Der Unterschied von der Stärke her ist natürlich hier schon gewaltig, ist ganz klar. Die kann dicker sein, weil nur die dünnen Kunststoffhülsen dazwischen sind. Und die muss relativ dünn sein, damit eben diese Lager hier drüber passen und das Ganze dann so funktioniert. Warum sage ich das? Ganz einfach, passen sehr gut sogar hier. Diese Befestigung bekommt 35 Newtonmeter normalerweise, wird auch eingeklebt. Die 35 Newtonmeter, die können wir hier nicht anwenden, weil wahrscheinlich durch diesen hohen Drehmoment sich eventuell diese Edelstahlbuchse verformen könnte und der Schalthebel fest werden kann. Der Martin hat selber so ein bisschen ausprobiert und ist irgendwo bei 18 Newtonmeter angekommen. Wir werden das mal testen, wie viel wir da machen können. Ich denke aber, das passt dann trotzdem, weil wir die Schraube eben ja einkleben. Das heißt, die geht euch nicht verloren und es gibt dadurch auch kein Problem. Nur da muss man eben halt später drauf achten. So, wie ist das Ganze nun gedacht? Ich zeige das jetzt mal hier kurz im Trockenversuch. Wir haben also die Originalschraube, dann haben wir diese Scheibe und dann haben wir die Buchse. Und ich mache das mal hier jetzt kurz. Und dann machen wir hier, die gehen hier sehr gut drauf, die Lager. Machen wir hier noch das zweite. So. Dann haben wir, also die sitzen, man kann hier schön drehen, man hat aber hier auch gar kein Spiel. Die gehen also sehr saugend da drauf, ja. Ist genau so passend gemacht. Dann könnte man die jetzt hier schon draufstecken, tun wir aber nicht, denn wir haben hier, na, komm her, hier noch die Kunststoffscheiben, die hier noch drauf kommen. So. Wenn wir das auf der einen Seite dann haben, na, ich würde euch gerne eine Zeichnung zeigen, aber das ist nicht meine Zeichnung und ich weiß nicht, wer da die Bildrechte hat. So, und dann sitzt im Prinzip die Kunststoffscheibe hier so dazwischen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite können wir dann genauso die Lager aufsetzen. Da kommt dann auch wieder eine Kunststoffscheibe drauf und am Ende die Edelstahlscheibe. Und da ist es ganz wichtig, ich zeige das nochmal, ich hoffe, dass man das sehen kann, ja, da sind wir, dass die Buchse hier im Prinzip so 1 Millimeter über die Lager rausschaut. Und das muss sie auch auf der anderen Seite. Ja? Also auf beiden Seiten. Und die Edelstahlscheibe wiederum später, die sitzt außen auf der Buchse drauf. Ja? So, ne? Und die stützt sich dann wiederum in der Fußrastenplatte ab. Diese Schraube ist eine M10er Schraube. Und diese Buchse hat innen drin auch 10 mm. Und das geht ein bisschen, also das geht hier sehr, sehr gut drauf, wo das Gewinde ist klar. Und hier hinten geht es ein bisschen stramm. Es geht jetzt mittlerweile besser. Ich habe allerdings die Schraube hier, weil die hier so ein bisschen auch schon vermackt ist. Und vielleicht war da auch schon mal so ein bisschen Korrosion dran, das kann sein. Dann geht das hier ein bisschen schwer. Was habe ich gemacht? Ich habe mir jetzt einfach diese Schraube in den Akkuschrauber eingespannt und habe das Ganze mit einem 1000er, ich glaube das ist ein 1000er, nee 1200er Schleifpapier nur hier am Schaft poliert sozusagen. Und danach ging das Ganze hier bedeutend besser. So, wir machen das jetzt mal so. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen Fett reinmachen. Einfach als Korrosionsschutz. Setzen wir die Schraube da ein.
Dann machen wir hier auch ein bisschen Fett dran. Ich hoffe, das kann man sehen. Ja, gehen wir schon davon aus. Dann nicht vergessen, die Kunststoffscheibe, die kommt dahin. So, und dann kann man das hier draufdrücken. Und was in dem Fall ganz wichtig ist, die Buchse, die muss sich innen, also innen an der dicken Scheibe absetzen. Die muss da drauf sitzen. Ja, also die Kunststoffscheibe, die sitzt auf der Buchse drauf und die Metallscheibe stützt sich auf der dicken Scheibe ab. So, und ich habe jetzt hier einfach zur Hilfe dieses andere Ding. So, und dann sehen wir, dass die Buchse frei ist, dass die Kunststoffscheibe hier frei ist. Und jetzt können wir die Lager letztendlich darüber drücken. Das ist also die fertig eingebaute Seite. Und jetzt kommt das zum Tragen, was ich vorhin gesagt hatte. Die Lager sitzen hier drauf, die haben auf dieser Welle natürlich keinen Anschlag an dieser Seite hier. Das heißt, wir machen uns hier diesen 12 mm langen Schrumpfschlauch drauf, der dann verhindert, wenn wir ihn dann festgemacht haben, müssen wir dann mal gucken. Ich muss das, weil ich habe das jetzt selber auch noch nicht getestet hier, wenn der sich zusammenzieht, dass der sich auch in der Länge zusammenzieht, etwas kürzer wird. Aber letztendlich ist es so, dass der dafür sorgen soll, dass die Lager im Zweifelsfall eventuell nach innen wandern könnten. Ja, die stützen sich dann darauf ab. Da besteht ja so kein großer Druck, deswegen reicht hier dieser Schrumpfschlauch. Dann haben wir die beiden anderen Lager. Kurz zu dem Maß der Lager. Das Lagermaß hier ist 4 mm mal 2, sind wir bei 8 mm. Und wir haben 1 mm Kunststoffscheibe. Das heißt, die Welle ist 30 mm lang und dann brauchen wir hier eben 12 mm Schrumpfschlauch. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil, das ist der Schalthebel zur Innenseite, also zum Fahrzeug hingesehen. Dieser Teil sitzt letztendlich hier drin und wird dann an der Fußrastplatte so festgeschraubt. Das heißt, wir müssen die beiden anderen Lager hier auf der Außenseite einbringen. Auch das funktioniert sehr, sehr gut. Wir machen hier ein bisschen Fett rein. Das können wir gleich auf der anderen Seite auch machen, dass das Ganze ein bisschen besser rutscht. So, und dann können wir hier schon, wir brauchen dazu auch kein Einschlagwerkzeug, das Lager gerade ansetzen und mit leichtem Druck nach innen, also man sieht, das rutscht sehr, sehr gut rein, es ist spielfrei. Dann machen wir da gleich noch mal ein bisschen Fett dazwischen. Und dann setzen wir das zweite Lager ein. So. Braucht dann einen Ticken Bewegung und dann hat es sich schon gesetzt. Hier haben wir schon geschmiert. Jetzt gehen wir hin, machen hier auf die Welle noch ein bisschen Fett. Die Schraube ist schon sauber, das heißt, wir gucken, dass wir dort kein Fett mehr draufbringen auf die Schraube, damit wir das Ganze später auch einkleben können. So. Und hier können wir auch, wenn da gut geschmiert ist, kommt da auch kein Wasser rein, dann kann da nichts passieren, dann ist alles perfekt. So. Und jetzt schieben wir das Ganze hier durch. Und dann versuchen wir das mal da einzusetzen. Perfekt. Passt exakt. Sehr gut. Viele liebe Grüße übrigens an dieser Stelle an den Martin. So, und dann sehen wir hier, ich hoffe, dass man das sehen kann, sehen wir das, dass hier die Welle, also hier dieser Teil, da ist jetzt ein bisschen Fett hier, Schrauben müssen wir dann doch noch mal ein bisschen sauber machen hier, dass die Welle hier rausguckt, um das Maß der Kunststoffscheibe. So. Und die sitzt jetzt also da drin, über der Welle.
Und dann haben wir hier eine Scheibe, Edelstahlscheibe, die dann hier drüber passt, auf der sich dann wiederum der Fußrastenhalter abstützt. So, und wenn das Ganze dann fest ist, dann sollte das spielfrei sein. Und das werden wir jetzt am Schraubstock zusammenbauen. So, willkommen zurück am Schraubstock. Loctite 243. Machen wir hier ein bisschen dran. Man sollte es auch aufmachen. Wäre auch ganz gescheit. So, das war schon fast zu viel. Dann haben wir hier die Scheibe. Die Scheibe hat, weil es eine gestanzte Scheibe ist, hat die eine gerade Seite und eine runde Seite. Ich würde jetzt, damit die sich da richtig abstützen kann, die gerade Seite auf die Buchsenseite machen. Das erstmal mit der Hand hier andrehen. Das Gewinde in der Fußrastenplatte natürlich auch sauber machen. So. Ich hoffe, man versteht mich. Ich habe im Hintergrund ein bisschen die Heizung laufen. So. Also. Ihr habt es jetzt gesehen, wie das funktioniert. Was habe ich jetzt gerade noch gemacht? Ich zeige euch das. Moment. Die Originalhülse. Haben wir hier ein bisschen mehr Licht. So. Die Originalhülse stützt sich ja hier drin ab und wird dann festgeschraubt. Und genau in diesem Maß sitzt dann jeweils eine Kunststoffbuchse. So, ne? Und hier oben nochmal und dazwischen ist der Schalthebel. So. Da gibt es ein kleines Problem, und zwar, wenn man beispielsweise die Schraube mit dem originalen Hebel zu fest zieht, nicht mit dem originalen Hebel, sondern mit der originalen Hülse zu fest zieht, nicht bei den Drehmomentwerten bleibt, wie sie eigentlich vorgegeben sind, dann kann es passieren, dass sich hier ein kleiner Grat bildet auf dem Aluminium. Das kann auch sein durch Schmutz, der hier zwischen dieser Kunststoffscheibe ist, der sich dann mit der Zeit hier einarbeitet, auch wenn der Schalthebel ja nur keine umlaufende Bewegung macht, sondern im Prinzip einen nur hoch und runter, einen ganz kurzen Weg. Deswegen oder deshalb habe ich das jetzt hier geplant, so ein bisschen. Ne? Ich habe hier ein 1200er Schleifpapier, dann hier so einen kleinen Planblock. Und damit das Ganze nicht uneben wird, kann man das dann einfach so mit Druck, so ein bisschen auf der Fläche schleifen. Das ist nicht viel, was man darunter nimmt. Da geht auch ein 1000er oder ein 800er Schleifpapier, das ist kein Problem. So, warum erwähne ich das? Das ist natürlich ein Projekt, was ich vorher selber noch nie gebaut oder zusammengebaut habe. Insofern muss ich das natürlich selber erstmal auch testen. Und das Problem war, Moment, wir haben hier diese kleine Scheibe, die habe ich schon ganz am Anfang gezeigt. Diese kleine Scheibe sorgt dafür, dass, also die stützt sich im Prinzip hier innen drin ab auf der Hülse. Und diese Kunststoffscheibe, die runterfällt und die hat die Bewandtnis, dass das axiale Spiel hier hoch und runter, was wir vorher hatten beim alten, also wir hatten dieses Hebelspiel, aber wir hatten hier auch dieses axiale Spiel. Und diese Scheibe sorgt dafür, dass dieses axiale Spiel nicht vorhanden ist. Diese Scheibe ist eine gestanzte Scheibe, das heißt, die hat, wie vorhin schon erwähnt, eine gerade Fläche und eine gebogene Fläche. Die ist außen also rund. Und wenn man nun, so wie ich das vorhin gemacht habe, die gerade Fläche Richtung Buchse macht, dann hat es allerdings Auswirkungen, wenn man das Ganze dann befestigt, dann kann das fest werden. Also der ganze Hebel kann dann fest werden. Ich habe das jetzt getestet
Und bin jetzt also zu dem Entschluss gekommen, dass es hier besser ist, wenn man die Scheibe mit der geraden Fläche Richtung Fußrastenplatte macht und die gebogene Fläche, also die abgerundete Fläche, nach oben Richtung Hülse. Und setzt dann die Kunststoffscheibe auf. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, der Schalthebel, also dieses Maß hier, dieses Maß variiert um ganz wenige Zehntel oder Hundertstel, es ist sehr wenig. Also ich habe gerade eben nochmal mit dem Martin telefoniert und er hat auch hier ein anderes Maß. Warum erwähne ich das? Es ist so, dass diese Scheibe hier für meinen Schalthebel etwas zu dick ist. Das heißt, wenn ich das Ganze festgeschraubt habe, vorhin im ersten Zug, mit der Scheibe, die falsch rum war, dann war der Schalthebel relativ fest. Jetzt habe ich den Schalthebel hier etwas bearbeitet. Keine Angst, ihr müsst es nicht machen, ich will es nur erwähnen. Also was heißt, ihr müsst es nicht machen? Also die an so etwas Interesse haben und so sich dieses bestellen und umbauen wollen, dafür gibt es eine Lösung und das haben wir jetzt auch ausbaldowert. Aber so ist es halt nun mal, wenn man das so zusammenbaut, dann kommen eben solche Dinge auch mal zustande. So, das heißt, es gibt später bei dem Bausatz, den man bestellen kann, bei dem Martin, gibt es eine dünnere Scheibe hier. Ganz einfach. Ich habe es jetzt bearbeitet, weil ich diese Scheibe nicht hier habe und weil ich natürlich für euch das Video weiter drehen will. Ich habe das jetzt so weit bearbeitet, dass es funktioniert. Und ich baue das jetzt nochmal zusammen, mache den Kleber dran und dann schauen wir uns das mal an, wie der sich bewegt. So, vorhin war das so, wenn ich hier nur mit der Hand festgedreht habe, war der Hebel fest, dass ich ihn so schieben musste und er blieb auch stehen. So, und jetzt kann man sehen, dass der Hebel sich locker leicht bewegt. So, und jetzt ziehen wir das im ersten Step mal mit 10 Newtonmeter an. Und dann sehen wir, dass der sich hier leicht bewegt. Und das ist das, was ich gemeint hatte. Die Kunststoffscheibe, die jetzt hier unten dazwischen sitzt, die sorgt dafür, dass der Hebel in dieser Position, also in der Auf- und Abwärtsbewegung, kein Spiel mehr hat. Und natürlich der Hebel an sich hier auch spielfrei ist. Ja? Also da ist kein Spiel mehr drin. Ne? Ist fest. So. Wir können jetzt hier noch ein bisschen mehr Drehmoment geben. Der Martin hat das Ganze getestet mit 18 Newtonmeter. Ich mache das Ganze jetzt mal hier 5 Newtonmeter mehr. Und wir haben genauso, also ich würde sagen 15 Newtonmeter mit Schraubensicherung, ist alles in Ordnung. Passt alles wunderbar. Einwandfrei. Er loddelt natürlich nicht rum, ist klar. Ne? Also er hat schon ein bisschen, in diesem Fall jetzt hier, ein kleines bisschen Widerstand. Ja, so. Aber ihr seht, ich lasse ihn hier los und mit leichtem Andruck geht er weiter. Das passt alles so wunderbar, für mich ist das so absolut in Ordnung. So, worauf ihr achten müsst, ist in jedem Fall bei dieser Verschraubung. Prüft, wenn ihr es zusammenbaut, ob der Rahmen mit dem Loch in der Welle, also die Hohlwelle, die hier hinten drin sitzt, fluchtet. Bei mir tut sie das nicht. Das heißt, ich musste beim Reindrehen die Schraube auf jeden Fall mit der Hand, nicht irgendwie mit dem Schlagschrauber oder einfach so mit der Retsch hier anfangen zu drehen, sonst könnt ihr euch hier das Gewinde kaputt machen. Dann ist zwar nicht das Getriebe kaputt, aber ihr braucht eine neue Welle und das ist natürlich doof. Das heißt, genau darauf achten und die dann langsam andrehen und wenn sie dann gefasst hat, dann könnt ihr die zudrehen. So. Und diese Schraube bekommt 42 Newtonmeter. Die hat auf jeden Fall gegriffen und was ihr auf jeden Fall auch braucht, ist Schraubensicherung.
allerdings nur für die obere Schraube. Die unteren Schrauben, die beiden, die hier, die werden nicht eingeklebt. So, da können wir die schon mal da reindrehen. Gewinde trocken, also nicht geölt, einsetzen und dann passt das. So, ich schraube das alles fest und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was macht ihr, wenn das nicht fluchtet? Als Beispiel könnte man hingehen, und so habe ich es auch gemacht, ich habe mir hier einen Gurt eingehängt, den nach hier vorne gegeben, man könnte den auch um den Zylinderkopf, das ist nicht viel, also wir reden hier nicht von extremen Kräften, sondern es geht wirklich nur darum, den Rahmen etwas in eine andere Richtung zu bewegen, eben dahin, wo er geht. Bei manchen ist das überhaupt nicht der Fall, da fluchtet es exakt. Bei anderen wiederum, gerade wenn auch Fehler bei der Demontage wegen der Kupplung passiert sind am Rahmen, also im oberen Bereich, dann kann es durchaus sein, dass es hier eben zu Problemen kommt. Das sollte man vorher bedenken, ob man das eventuell machen will, aber ich denke, der einigermaßen versierte Schrauber bekommt das hin. Also wie gesagt, man kann sich hier am Rahmen einen Gurt einhängen, das nach vorne machen und mit einer Ratsche leicht ziehen, so dass er sich eben bewegt. Der bewegt sich schon, aber das handelt sich dann oft nur um ein paar Zehntel Millimeter eventuell. So, die beiden unteren Schrauben, also die obere habe ich fest, die unteren Schrauben bekommen 21 Newtonmeter. Stellen wir die gerade mal hier ein. 21. Wo habe ich die passende Nuss? Hier, genau. Und die unteren werden nicht eingeklebt. Da ist auch jeweils eine Scheibe dazwischen. 21. Und fertig. So, was ich vorhin vergessen habe noch zu erwähnen ist, bei denen, die noch Originalfederbeine drin haben, die haben natürlich hier den Federversteller, also diesen Drehknopf, den habe ich jetzt hier nicht. Der ist bei mir auf der anderen Seite, aber den müsst ihr natürlich auch lösen. Der hat einmal eine Schraube und einen Arretierpunkt, in dem er sitzt, dass er sich nicht verdreht. So. Wichtig beim Festmachen, achtet vorher darauf, dass der Schalthebel oberhalb vom Katalysator sitzt, weil wenn ihr die Fußraste festmacht und der Schalthebel hängt hier unten, was er macht bei der Montage, dann bekommt ihr den nicht mal hoch und ihr müsst den ganzen Kladderadatsch nochmal abbauen. So, jetzt können wir ganz einfach hingehen, können unseren Kugelkopf sauber machen vorher und können dann den kleinen Sprengring einsetzen, von dem ich vorhin noch gesagt habe, man muss aufpassen, wo man ihn hinlegt, und jetzt ist er nicht mehr da. Den muss ich jetzt mal suchen, sehen wir uns gleich wieder. So, da ist er. Das ist auch ein bisschen fummelig, das Ganze. Das macht man am besten mit einer Spitzzange. So, da haben wir die gute Spitzzange. Setzen den da ein. Das ist jetzt alles wieder zusammen, so wie es sich gehört. Und jetzt schauen wir mal hier. Wir stellen fest, wir haben hier überhaupt gar kein Spiel mehr. Ich blende euch mal ein, wie es vorher war. Und sehen also, dass der Hebel sich einwandfrei bewegt, spielfrei bewegt. Das Einzige, was hier jetzt noch ein bisschen wackelt, ist eben dieser Kugelkopf. Aber das ist so auch minimal. Also da muss man sich, ja, der Ober, der hat schon ein kleines bisschen Spiel, muss es ja haben, ne? Aber da könnte man dann irgendwann mal gucken, ob das was bringt, ob das was ändert. Ich werde das dann mal irgendwann in einem Short zeigen. Also das ist soweit für mich jetzt erstmal absolut super. Ja, kommen wir zum Fazit. Fazit der ganzen Sache. Jetzt erstmal, ich bin natürlich noch nicht gefahren, ganz klar. Aber es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich fahre. Mein Resümee darüber, ob sich da schalttechnisch was verändert hat, wird es dann in einer der nächsten Sprechstunden geben.
Da werde ich dazu dann nochmal was sagen. Aber rein vom Prinzip her, rein vom Gedanken her, ist das eigentlich schlüssig. Ein spielfreier Schalthebel sorgt auch dafür, dass man einfach eine genauere, ja, wie soll ich sagen, so eine genauere Ansteuerung hat für den Schalthebel. Ja. Im Übrigen gibt es schon einige Leute, die das getestet haben und die damit alle durch die Bank weg zufrieden waren und zufrieden sind. Zu dem Thema mit der Scheibe, das habe ich euch im Video soweit erklärt. Das ist kein Problem. Also das ist, wenn ihr das, und dazu kommen wir gleich, wie ihr sowas bekommt. Wenn ihr sowas bestellt, bekommt ihr es mit einer passenden Scheibe, dass eben das Axialspiel nicht vorhanden ist. Und ihr müsst da nicht großartig rumarbeiten. Es kann natürlich durchaus mal sein, dass wenn man da Abdrücke hat oder irgendwas, dass man das mit einem feinen Schleifpapier noch mal ein bisschen planen muss. Ja, das ist aber halt einfach manchmal so, weil man kann da nicht auf alle Eventualitäten auch eingehen. Also sauber machen ist ganz klar, ein bisschen planen und so, das ist auch ganz normal. Macht man ja auch, wenn man einen Motor zerlegt und hat eine Dichtfläche, die muss ja auch sauber gemacht werden. Also bis dahin ist das für mich erstmal top. Das ist meine Meinung dazu. Und nochmals danke an den Martin. Und ich habe mir jetzt so ein paar Sachen aufgeschrieben. Wenn ihr so einen Teil, so einen Bausatz haben wollt, wie ich euch das hier vorher auch schon gezeigt habe, mit diesen Scheiben, mit diesen Edelstahlkugellagern und, dann kostet dieser Bausatz, wie ich ihn hier verbaut habe, 33 € inklusive Versand. Da sind hochwertige Lager, also Edelstahllager jetzt drin. Diese Lager sind wesentlich teurer als ganz einfache Kugellager. Das heißt, wenn ihr einen günstigeren Satz haben wollt, so hat der Martin mir das gesagt, dann kann man ganz normale, einfache Lager da einsetzen. Die Funktionsweise ist die gleiche, es sind nur halt eben keine Edelstahllager. Ich persönlich finde die Edelstahllager natürlich besser, weil da unten auch immer Wasser hinkommt und. Zwar schmiert man das Ganze auch, ganz klar, aber ja, das muss preislich jeder für sich selbst entscheiden. Der Satz ohne Lager, also ohne diese Edelstahllager, liegt dann etwa bei 23 € inklusive Versandkosten. Versand natürlich innerhalb also dieser Versand ist berechnet innerhalb von Deutschland, ganz klar. Und wie könnt ihr da dran kommen? Ihr geht einfach auf meine Webseite, blende ich hier unten ein, übers Kontaktformular und schickt mir eure Daten. Das heißt, dass ihr gerne so einen Satz hättet, welchen Satz ihr gerne hättet und eure persönlichen Daten, das heißt Name, Straße und Wohnort, also eine Adresse, wo man etwas hinschicken kann. Und ich leite das dann an den Martin weiter. Alles Weitere macht ihr mit Martin, mit der Bezahlerei, das ist alles, bleibt alles dann bei euch und beim Martin. So einfach ist das. Ja, und ich kann dem Ganzen eigentlich nichts mehr hinzufügen, außer dass ich gespannt bin, wie das Ding funktioniert, wenn ich dann das erste Mal unterwegs bin und euch Bericht erstatten kann. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Da geht es nämlich dann um die Twin-Bush-Hebebühne. Ja, bis dahin, schöne Zeit. Ciao, ciao.